vor 15 Jahren habe ich zum ersten Mal nach 30 Jahren, die ich nicht in Teheran war oder keine Kontakte hatte, nach 30 Jahren gekommen, habe ich 9. Beethoven 8-mal dirigiert. 8-mal. Die Leute sind groß Open House. Das ist ein großes Open House. Ich habe erlaubt, in Gänge überall auf dem Boden gesessen sind. Voll. Trotzdem haben sehr beklagt, wie kann man nach 30 Jahren nach Hause kommen und nur 8-mal Beethoven spielen. Was meinen Sie, war das ganz Besondere bei seinem Dirigat? Was hat Karajan ausgemacht, ganz speziell beim Dirigieren? Oder was war das, was er am besten konnte? Mit seinen Händen hat das Orchester nicht gestört. Er hat seine Augen zugemacht, gehört und dirigiert. Das Orchester hat mit kleinsten Bewegungen von seinen Händen gespielt. Es gibt Dirigenten fürchterlich. Heute kommen wieder ein Clown, liefern ganze Show. Nein, um Radetzky Marsch zu spielen. Radetzky Marsch braucht kein Dirigent. Braucht nicht mal. Das ist, weil wir keine gute Presse haben. Früher, auch sogar in meiner Zeit, hat Kritiker gegeben mit Leuten, die gekannt haben, Beruf. Heute die Zeitungen, die sparen das und meiste Zeitungen haben keinen Fachmann. Und wenn die sehen, dass jemand kommt mit Wiener Philharmoniker im Neujahrkonzert, nur Kasperltheater spielt, so, wow, er hat aber dirigiert. Nein, von Karajan ist gekommen und hat nur mit kleinen Bedingungen die Musik gespielt. Jetzt gehen die, machen ein ganzes Theater vor Spiegel. Man sieht das. Das Orchester ist mit und der Dirigent steht und macht so. Kein Spaß. Macht so. Und das Publikum ist begeistert, weil nicht weiß, nicht kennt. Die Presse ist begeistert und so. Und die Schallplattenkompanie. Oh. Das ist was. Gar nichts. Von Karajan ist gestanden und hat nur so gemacht. Ja. Die Musiker brauchen nicht mehr als das. Aber haben Sie den berühmten Karajan-Sound, wo man so groß drüber spricht oder der ja sehr bekannt ist, wie haben Sie den erlebt, den Klang, den er erzeugt hat? Ja, erstens, dieser Klang war Berliner Philharmonie, Gebäude. Wenn er in Teheran gespielt hat, hat er nicht diesen Klang. Das ist Nummer 1. Wenn man ein so schönes Haus wie Musikverein Wien hat oder Konzertgebäude Amsterdam, das sind Plätze, die ich auch oft dirigiert habe, man braucht nicht über Sound. Es klingt wirklich gut, wenn man schlechte Orchester bringt. So, das ist Nummer 1. Sein Klang natürlich. Das ist nicht Klang, sondern die Farbe vom Orchester. Ja, er wusste das. Und ich habe viel gelernt. Ausgezeichnet. Aber noch etwas muss ich sagen, die Zeiten waren auch anders. Inwiefern? Zum Beispiel 1978, ich sitze im Saal und von Karajan kommt vor dem Orchester und sagt, ich möchte euch erklären, was digital ist. Wenn ich heute denke, was er über digital gesagt hat, klingt absoluter Blödsinn. Wir können ab jetzt nicht mehr Editing machen, also Schnitte. Der Sound wird direkt sein. Die Musiker haben so geschaut, alle schockiert, was kommt auf uns zu? Digital, ein Monster wie digital. Er hat theoretisch irgendwas
gehört, wo heute jedes Kind hat ein Mobile in der Hand. Oder ich sage, die Zeiten haben sich geändert. Ich war nach meinem ersten Konzert sehr befreundet worden mit Dr. Giert, sehr. Mit seiner Familie, 2 Kinder, zu Hause, meine Frau, und sehr gut. Und sogar meine Frau hat herausgefunden, dass seine Frau von Salzburger Zeit kennt und also sehr gute Freunde. Und Peter sagt, weißt du, Ali, das ist mein persischer Name, Ali, ich will dir ein Wunder zeigen. Wir waren in Japan und das habe ich mitgebracht. Auf einmal von seiner Tasche, bring raus ein Kassettenspieler. Wow. Macht auf, was ist das? Das ist, nimmt auf, halbe Stunde. Man kann hören, also so klein. Ich wollte sagen, natürlich, man hat damals über goldene Zeiten gesprochen. Für damals. Man darf auch nicht vergessen. Heute diese goldenen Zeiten haben wir schon auch ohne Karajan erreicht. Aber dank zu Leuten wie von Karajan ist so weit gekommen. Heute ist keine Überraschung, zum Beispiel, ich habe Turandot, Opera, in ein neues Orchester in Malaga, habe ich im Markt mit Naxos, das ist lange Oper, Live-Aufnahme. Wer hat damals vor 40 Jahren nur Live-Aufnahme geliefert? Berlin, vielleicht Wien und London. Man konnte nicht einfach live auf CD bringen, aber ich konnte jetzt in Malaga das machen. Das heißt, die Zeiten, die Musiker spielen besser, Technik ist besser geworden und wenn ein Dirigent sich gut auskennt mit der Arbeit, warum nicht? Aber damals war das alles exklusiv für ein paar Leute und eine davon war von Karajan. Die Zeiten haben sich auch geändert. Das muss man schon, ja, fairerweise muss man schon berücksichtigen. Hat er dann, wenn Sie sagen, der Berliner Philharmoniker klang auch von herein schon sehr gut, hat er dann, wenn er geprobt hat oder beim Dirigat, sich immer ganz speziell an den Raum angepasst? An die Akustik dessen? Naja, es ist so, ich habe ihn nur erlebt in Philharmonie, auch in Teheran, muss ich sagen, aber kann man nicht vergleichen, aber in Philharmonie und Salle Pleyel in Paris. Salle Pleyel habe ich sehr gut gekannt, weil ich selbst vorher dirigiert habe, nach Besançon und Berlin. Er hatte keine Probleme mit, eigentlich, wir machen das nicht. Ich glaube, kein Dirigent macht das. Zum Beispiel, ich habe mehrere Male bis zu 25 Konzerte in Tour gehabt, mit Brüssel Philharmoniker, Slowak Philharmonik, Czech Philharmonik, mehrere Orchester, Malaga Philharmonik in Deutschland. Jeden Abend spielt man woanders. Und manchmal in einem Basketball-Hall sogar. Man arrangiert nicht. Das arrangiert man nicht. Nein, man denkt auch nicht. Ich meine, natürlich, wenn man merkt bei kleiner Probe, dass die Posaunen zu laut sind oder Becken ist zu laut oder Streicher hört man nicht oder etwas, man sagt schnell etwas. Aber das sind nicht wichtige Sachen. Man ist auf Tournee und spielt man. Und ein gutes Orchester, auch wenn im Garten spielt, klingt gut. Das ist nicht so wichtig. In Teheran haben Sie ja gesagt, dass er dort auch dirigiert hat. Es ist ja eine ganz andere Kultur. Man kann sich das ja kaum vorstellen, wenn man hier in Österreich oder wo er dirigiert hat, hauptsächlich in Deutschland. Wie kam er beim Publikum an oder wie haben die Leute in Teheran reagiert? Erstens, vor 40 Jahren, Teheran hatte schon 50 Jahre schon Symphonieorchester. Aha. Und Oper. Und Deutsche haben gebaut Oper. Er ist nicht irgendwo gekommen wie Afghanistan oder ein arabisches Land. Persische Kultur. Und die Leute sind sehr kultiviert. Auch heute, wo ich sogar gedacht habe, die Religiöse, die haben Musik gestoppt und so. Nein, sie finden großartige Musiker. Großartig.
gutes Orchester, weil die brauchen Dirigenten und Dirigenten braucht man Geld. Gute Dirigenten sind teuer. Das ist das, sogar die Österreicher wissen am besten, ja. Einzige, was ich nicht gern hatte an diesem Konzert, ist, er müsste fast 5 Minuten auf der Bühne warten, Aha. bis der König kommt. Bis Ja. Kaiser, also der Kaiser von Persien, auf die Bühne kommt, alle stehen auf und dann durfte er spielen. Ich glaube, von Karajan hat nirgends, aber die waren Freunde. Mhm. Er hat es akzeptiert. Ich habe gedacht, wenn ich wäre, hätte ich schon explodiert. Aber Karajan ist gekommen, der große Karajan, gestanden, gewartet, bis er kommt. Ich finde von der Zeit, ich glaube, der Kaiser, auch wenn es Kaiser ist, sollte das nicht machen. Aber die sind gewöhnt so, in Orient und Besonderes und so, das sind schon Götter und die kommen spät, was kann man machen? Das ist das Einzige, was in meinem Kopf geblieben ist. Natürlich, alle Leute haben sich beklagt, warum nur 1, 2 Konzerte und nicht mehr und so. Natürlich, ja, es war ausgezeichnet. Ich habe selbst China Philharmonic nach Teheran gebracht vor 4 Jahren. Ich war dabei, Barenboim bringen nach Teheran. War knapp zu kommen. Alles haben wir mit Barenboim arrangiert und so in Salzburg. Aber leider ist nicht gegangen am Ende, weil er israelische Pass auch hat. Und das ist unmöglich dort. Ja. Aber sonst muss ich sagen, wenn ich das kurz mache jetzt, die Begeisterung von Leuten, von solchen Sachen, ist ausgezeichnet. Also diese chinesische Orchester in Teheran, die haben auch 2-mal gespielt. Alle haben sich beklagt, die könnten 20 Mal spielen. Ja, es ist umgekehrt. Diese Länder, die wenige Möglichkeiten haben, wenn etwas kommt, die fressen das. Ja. Ich habe vor 15 Jahren, habe ich zum ersten Mal nach 30 Jahren, die ich nicht in Teheran war oder keine Kontakte hatte, nach 30 Jahren gekommen, habe ich 9. Beethoven 8-mal dirigiert. 8-mal. Die Leute sind groß Open House. Das ist ein großer Open House. Ich habe erlaubt, in Gänge überall auf dem Boden gesessen sind. Voll. Trotzdem haben sehr beklagt, wie kann man nach 30 Jahren nach Hause kommen und nur 8-mal Beethoven spielen. Das ist auch andere Seite von Persien, wunderbare Seite. Ja. Jetzt ist schon fast 100 Jahre, dass die Perser Konservatorium haben, Symphonieorchester haben, trotz Sanktionen von Amerikanern gegen Iran. Die haben Orchester behalten, jetzt weiß ich. Ich war vor 4 Jahren dort, wieder als Chefdirigent, habe ich wieder aufgebaut. Ich konnte nicht länger als ein Jahr bleiben. Aber es sind Kollegen dort und die machen, und trotz dieser fürchterlichen Sanktionen, die nichts machen können, kein Geld, die können nicht einmal Geld überweisen oder von irgendwo bekommen und so, trotz dieser Schwierigkeiten, das Orchester funktioniert. Die Musiker sind mehr als 120 Musiker dort in Teheran, 2 Orchester, staatliche Orchester, die bekommen also ihr Gehalt und bis jetzt haben sie es behalten. Haben Sie eine kleine... Ja, ich muss aber etwas sagen hier. Die Österreicher und die Deutschen, weil wir über Karajan geredet haben, er ist beides, ja, also er ist Österreicher und wirklich auch Deutscher. So. Es ist so, die wissen nicht etwas, was ich weiß. Und das ist Türkei. Die wissen nicht, dass die Türken 22 staatliche Orchester haben. Aha. Ja. Die wissen nicht, dass die Türken ausgezeichnete Pianisten haben. Die wissen nicht, dass die Türken viel längere Tradition in klassischer Musik haben als viele skandinavische oder europäische, spanische oder europäische Länder. Viel länger. Fast 200 Jahre.
Da kann man nur vergleichen mit Leipzig, mit Dresden, diese alte in der Schweiz, Winterthur, oder das sind alte Orchester und so. Die Türken. Und die wissen nicht, das sind viele deutsche Orchester, die sind ausgezeichnete türkische Musiker sind jetzt. Auch bei Berliner Philharmoniker. Auch Leipzig Gewandhaus, wo ich auch ein paar Mal dirigiert habe. Das ist schade. Schade, weil ich jetzt gerne dort dirigiere. Ich dirigiere schon seit 25 Jahren. Nach Brüssel Zeit. Sehr viel habe ich 15 Jahre in Istanbul gemacht. Und jetzt, dann habe ich 7 Jahre in Antalya aufgebaut. Kleine Stadt, aber großartige Orchester mit großartigen Solisten. Und jetzt gehe ich auch oft nach Izmir. Ausgezeichnet. Die haben ausgezeichnetes Auditorium. Die haben alles. Die haben nicht so viel Geld wie Deutschland. Aber ich wollte, oder Österreich, aber ich wollte sagen, die haben nicht weniger staatliche Orchester als Österreich. Das wissen die Leute nicht. Und nicht vergessen, das sind staatliche Orchester. 3-mal so viel gibt es private Orchester, die auch sehr gut sind, mit Sponsoren und so weiter, mit europäischen Sponsoren oder eigene. Das wollte ich sagen. Und die Türken haben ausgezeichnete Komponisten, auch in der Zeit von Bartók. Es gibt Komponisten wie Saygun, Tüsun, Cemal Reşit. Das sind ausgezeichnete, die wir nicht einmal hier in diesem Niveau, in dieser Zeit hatten. Aber man kennt nicht. Es tut mir immer weh, wenn ich sehe, dass man die Türken nur als Gastarbeiter kennt, die einfach niedrigste Schicht sind von Türkei, und die andere Sache nicht kennt. Das ist so unfair. Ein bisschen ist absichtlich gezielt, wahrscheinlich politisch so, ja, in diese Richtung gebracht. Aber war Kunst. Und zum Beispiel, es gibt sehr viele Festivals dort. Istanbul Festival kommen die bekanntesten Orchester der Welt. Es gibt kaum Dirigenten und Solisten und so, dass die nicht in Istanbul gespielt haben. War eine wunderschöne Stadt und so. Aber in Europa kennt man nicht. Weil es Nachbar von Iran ist, muss ich sagen, diese Länder, die haben, natürlich, es gibt Länder wie Pakistan, Afghanistan, Irak, und so, die haben nicht. Die haben nicht. Im Persischen Golf, die arabischen Länder, die haben jetzt, aber es sind alle Europäer, die haben gekauft. Aber warum nicht? Die haben Oper, Symphonieorchester, die haben von Zagreb, von Ida und dort, sehr, sehr oft von Ostblock, wo billiger waren, aber gute Musiker. Und die haben auch. Aber das ist gekauft. Aber in Türkei und Persien, das ist schon wirklich, die haben sehr lange Tradition. Auch mit der einheimischen Musik oder mit der Auch. folklorischen Musik. Ja. Auch, aber die spielen auch ganze Wagner-Oper. Ja. Türkei hat viele Opernhäuser, die jeden Abend eine Oper spielen. Genau wie in Mannheim, genau wie in Stuttgart. Ja. Ich übertreibe nicht. Genau wie in Stuttgart. Die haben Repertoire. Heute wird ein paar Mal Carmen gespielt. Und dann fliegende Holländer. Und dann etwas von Mozart. Und dann kommt La Bohème. Mit nicht einmal 10% Budget von deutschen und österreichischen Opernhäusern. Nicht einmal 10%. Und sehr oft eigene Sänger auch. Die können nicht leisten, diese teure Domingo oder Stars und so bringen und brauchen die auch nicht. Die Leute gehen, die genießen mit eigenen Tenöre, Orchester, Regisseure, Tänzer, gute Ballett, alles. Die haben ja, auch Antalya ist ein Urlaubsort, kleine Stadt, aber die haben Symphonieorchester, staatlich, und auch Opernhaus und eine Ballettgruppe, ausgezeichnete Ballettgruppe. Und dauernd haben die das, obwohl die Leute dort kommen nicht für klassische Musik, die Touristen, aber Einheimische kommen.
Ich war 7 Jahre dort. Ich weiß das. Ja. Aber wenn ich irgendwo in Österreich oder Deutschland darüber spreche, die Leute sind schockiert. Die glauben, ich übertreibe das. Ich glaube, viele erwarten es nicht Erwarte nicht. oder Nein. haben eine andere Vorstellung dessen. Ja. Ihr Bild war für einen Moment weg, aber jetzt ist in Ordnung. Ja. Oh, gut. Nein, die haben andere Vorstellungen, Vorurteile. Ja. Vorurteile, auch über Persien. Die Nachrichten, die man hört, sind nicht korrekt. Ich sage nicht, dass was die sagen nicht stimmt, aber es gibt viele Sachen, die darüber nicht reden. Ja. Und das macht so, dass man ein Land kulturell gesehen nicht kennt. Und das Bild, das man in Deutschland und Österreich von Türken hat, ist nur von Arbeitern. Die sind nette Leute, aber das hört nicht auf, Türkei. Die haben auch Ingenieure, die haben auch Doktor, die haben auch diese wunderbare Brücken gebaut. Die haben die Flughafen gebaut. Ich meine, die haben alles, was wir hier haben, haben die auch praktisch jetzt. Wer macht das? Das machen die Türken. Aber die Einstellung, die man hier hat, glaubt, die brauchen nur unsere Hilfe. Auf jeden Fall, ich kann nur in Musik. Paul Hindemith, großer deutscher Komponist, war Chefdirigent dort. Der Bruder von Donizetti, vor mehr als 100 Jahren so, war Chefdirigent dort. Ja. Wenn Sie einen Deutschen sagen, Paul Hindemith, sagen, ja, unser großer Deutscher, der hat sehr viel seines Lebens hat er dort verbracht, war Chefdirigent. Wahnsinn. Ja, das sind neue Sachen, ja, aber das ist die Wahrheit. Als Dirigent natürlich, man reist viel, man sieht viel und besonders ich wollte nicht wie meine Freunde Simon Rattle oder Gergiev oder alle, die ungefähr meine Alte sind und so. Ich bin einen ganz anderen Weg gegangen. Ich bin nach Brüssel bin ich nach Istanbul gegangen. Ich habe das kein Spaß. Ich habe natürlich in Österreich, in Deutschland zum Beispiel mehr als 30 Orchester dirigiert. Nicht nur Berliner Philharmoniker, in Hamburg, Hannover, Frankfurt, überall. Mannheim, Stuttgart, alles. Ja. Aber nach Brüssel, 12 Jahre Brüssel, bin ich nach Istanbul und 15 Jahre habe ich mit denen gearbeitet. 8 bis 10 Konzerte im Jahr mit besten Solisten. Natürlich viele bekannte Solisten gekommen, weil es mit mir war und auch mit viel weniger Geld sind gekommen, weil die Freunde waren und so. Ich wollte nicht diese Karriere. Vielleicht, wenn von Karajan mehr als 100 Jahre gelebt hätte und nicht gesehen hätte, vielleicht hätte er gesagt, ich habe richtige Weg ausgesucht. Stimmt. Auch wenn es nicht sein Weg wäre, bestimmt hätte er gesagt, na, du bist ein sehr gesunder Weg gegangen. Ja. Was haben Sie für... Gesunder Weg, sage ich für Dirigenten, dass er innerlich zufrieden ist. Ja. Und ich bin. Das ist wichtig. Ich wollte noch fragen, was haben Sie für ein Lieblingsrepertoire gehabt oder was haben Sie am liebsten dirigiert? Kann man nicht sagen. Ein Dirigent ist wie ein Instrument. Stradivarius ist ein Instrument. Ja? Man kann auf Instrument alles spielen. Ich habe nie verstanden, wenn jemand sagt, ich kann das. Ich sage sofort, weil du nicht andere kannst. Ja. Man kann nicht sagen, ich dirigiere Puccini, aber nicht Verdi. Ich dirigiere Mozart, aber nicht Beethoven. Was Blödsinn, was ist das da? Ich dirigiere Mozart, aber nicht Verdi. Das ist dasselbe. Ich dirigiere Verdi, aber nicht Mahler. Na, warum nicht? Was ist der Unterschied? Nichts. Ich koche das, kann ich das nicht kochen. Was heißt das? Ein Koch muss lernen und er kann alles kochen. Kann Chinesisch kochen, kann Japanisch kochen. Die sehen in Deutschland und Österreich jetzt ganze Zeit zeigen im Fernsehen nur, wie man kocht. Und jeder kocht, was er will. Ja, ein Dirigent ist wie ein Koch. Ist Blödsinn. Ja, meine Spezialität. Nein, deine Spezialität ist nicht
dein Repertoire ist begrenzt. Stimmt, das ist schön zu hören. Ja. Ja, er ist bekannt geworden durch Glück, aber die echten Dirigenten in Deutschland und Österreich, die sitzen im Theater, die sind nicht bekannt. Und die dirigieren alles. Jeden Abend. Heute Abend dirigiert der Carmen, morgen Butterfly. Und wo Herr X ist spezialisiert nur für Puccini. Ja, das ist Luxus. Weil du viel dirigierst, du bist faul, du hast keine Zeit, du willst nur viel Geld verdienen, du hast keine Zeit zu lernen, sagst du, ja, ich kann nur Puccini. Dann klebst du bei 5 Opern von Puccini und dirigierst du ganze Leben 5 Opern. Oh, er ist Spezialist für Puccini. Das ist Blödsinn. Das sagen nur die Medien, die Beruf nicht kennen. Ein guter Pianist spielt. Was ist das da? Alle können Mozart, gute. Barenboim spielt Mozart, Beethoven, auch wenn man Tschaikowski fragt, Tschaikowski spielt auch. Vielleicht nicht jeden Tag, vielleicht hat lieber das. Aber meine Spezialität ist so, ich habe in Brüssel 3 CD nur flämische Komponisten dirigiert. Die Flamen hat man nicht gekannt. Die haben großartige Musik. Großartige Musik. Kennt man gar nicht so, ja. Und ich war 12 Jahre mit diesen wunderbaren Menschen. Das war meine beste Zeit in meinem Leben. Ich habe 6 Jahre Französisch gesprochen, 6 Jahre Flämisch, also Holländisch, Niederland. Die Kultur von Flamen ist ausgezeichnet. Die haben Finesse von Französen und Ordnung von Deutsch. Zusammen. Nicht einmal Deutsche haben diese Mentalität. Die sind schon ordentlich und hart und so, aber die Flamen haben auch die Frankophon-Teil. Und die haben wunderbare Komponisten in der Zeit von Brahms, in der Zeit von Stravinsky, in der Zeit von Richard Strauss. Aber man hat nicht gekannt. Die habe ich rausgeholt und dirigiert. Was sollte ich sagen? Sollte ich sagen, nein, meine Spezialität ist, weil ich in London Simone Boccanegra dirigiere. Ich habe damals oft Simone Boccanegra, Forza del Destino. In London haben oft geschrieben, er ist Spezialist für Verdi. Quatsch. Das sagt nur der Mann, der sich nicht auskennt. Er denkt nicht, ich habe in Leeds Carmen dirigiert. In Mannheim Fidelio dirigiert. In Bern 5 Jahre mehrere verschiedene Opern dirigiert. Aber man hat, denke ich, schon Vorlieben, wo du sagst, ich liebe das, die Ouvertüre zu Tannhäuser mehr oder im Gegensatz zu einem anderen Stück. Als Dirigent oder als Zuhörer? Als Dirigent. Wo Sie sagen, Sie brennen für dieses Stück. Ja, wissen Sie, es gibt nicht nur Wagner auf der Welt. Es war nur ein Beispiel. Ich will nur sagen, das Repertoire von klassischer Musik ist so groß, dass kaum ein Dirigent überhaupt, nicht einmal Karajan, auf gar keinen Fall, ganze Repertoire zu können. Er ist Sachen, er gibt großartige Sachen, Sinfonien, die er nie aufgenommen hat. Großartige Bekannte, Zeit. Was sind 70 Jahre? Ich habe meinen Adoptivsohn, damals, wenn Karajan gestorben ist, Willem, hat gefragt, Baba, wie lange war Karajan in Salzburg? Ich habe gesagt, circa 40 Jahre. Sagt, was heißt das? 40 Jahre? Ich sage, ja, warum? Aber das sind nur 40 Weihnachten. Kind, das sind nur 40 Weihnachten. 40 Sommer. Er hat recht, das ist nichts. 40 Weihnachten, nur so lange. Ja, das Leben ist so kurz, man kommt nicht dazu. Karajan wollte bestimmen, aber vielleicht hat ein Viertel von großem Repertoire dirigiert. Kommt nicht dazu. Deswegen Auswahl ist so groß, dass man
noch nicht dazu gekommen ist, in Deutschland britische Repertoire richtig kennenlernen. Auch von alter Zeiten, von Händel und so. Man kommt nicht dazu. Oder französische Repertoire. Man kennt nicht. Man kennt Ravel, Debussy und ein paar Sachen. Aber man kennt nicht das ganze Repertoire. Man kommt nicht dazu. Man kommt nicht einmal dazu zu hören. Deswegen kann man nicht selektiv sein in diese wenige Zeit und wenige Repertoire. Sagen, naja, ich habe diese Ouvertüre lieber oder so. Ich habe eine Antwort. Ich liebe das, was ich diese Woche dirigiere. Das ist schön. Und jetzt muss ich Ihnen zum ersten Mal sagen, liebe ich nichts anderes, als also sprach Zarathustra, den ich geschrieben habe, nicht Richard Strauss. Das muss ich Ihnen, bitte, diese schneiden die nicht raus. Bald kommt meine Sinfonie, Zarathustra Spitama. Viele werden kritisieren, sagen, Richard Strauss von Nietzsche hat schon geschrieben, warum kommt ein Perser und schreibt Zarathustra Spitama. Erstens, Spitama ist seine Familienname. Zweitens, Herr Nietzsche und Richard Strauss, was sie geschrieben haben, hat absolut gar nichts zu tun mit echtem Zarathustra. Ich bin sehr gespannt, höre ich mir gerne an. Vielen Dank. Ich habe zum ersten Mal geschrieben, wir werden das in Zagreb am 23. Oktober uraufführen und für Naxos aufnehmen. Ich habe heute schon gearbeitet mit einem Bariton, das singt. Das sind Sätze, wunderschöne Sätze, die wirklich Zarathustra gesagt hat. Über viele persische Häuser steht, also sprach Zarathustra. Nietzsche hat das wirklich, entschuldige zu sagen, mit Frechheit genommen. Das ist genauso, wenn man etwas von Jesus nimmt und dann laute Sachen erzählt, die total dagegen ist. Er sagt, du darfst deine Frau schlagen. Ich meine, Zarathustra sagt Sachen, die Jesus gesagt hat. Aber Zarathustra ist 1000 Jahre vor Jesus. Alles positiv, denk positiv, sprich positiv und mach, was du gedacht und gesprochen hast. Das ist was, sagt man, also sprach Zarathustra. Und Nietzsche hat keinen Satz von Zarathustra benutzt. Meine einstündige Musik, Tenor singt mit Chor, sind alles Phrasen, Originalphrasen von Zarathustra selbst. Darum ein neues Zarathustra. Sehr spannend. Ja, vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und Ihre interessante Geschichte mit Herbert von Karajan. Vielen Dank. Habe ich sehr gefreut.